Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Die Traumdeutung ist eines der einflussreichsten Werke von Sigmund Freud, in dem er seine revolutionären Ideen zur Psychologie und Psychoanalyse präsentiert. Freud, der als Begründer der modernen Psychoanalyse gilt, untersucht in diesem Buch die Bedeutung von Träumen und deren Rolle im menschlichen Unbewussten. Er argumentiert, dass Träume nicht lediglich bedeutungslose Gedanken sind, sondern vielmehr Fenster in unsere innersten Wünsche, Ängste und unbewussten Konflikte darstellen. Durch die Analyse von Träumen glaubt Freud, dass wir Einblicke in unsere Psyche gewinnen können, die uns helfen, uns selbst besser zu verstehen. Das Buch ist in verschiedene Abschnitte unterteilt, die sowohl die Theorie der Traumsymbolik als auch die praktische Anwendung der Traumdeutung umfassen. Freuds Ansätze zur Interpretation von Träumen haben nicht nur die Psychologie tiefgreifend beeinflusst, sondern auch die Literatur, Kunst und Kultur im Allgemeinen. Seine Methodologie, die auf der Annahme basiert, dass nahezu jeder Traum eine latente Bedeutung hat, ermutigt die Leser, sich mit ihren eigenen Träumen auseinanderzusetzen und diese als nützliche Werkzeuge für Selbstverständnis und persönliches Wachstum zu betrachten. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: die Bedeutung von Träumen. In die Traumdeutung erörtert Freud die zentrale Rolle von Träumen in der psychologischen Entwicklung und ihre Funktion als Ausdruck unserer tiefsten Wünsche und Bedürfnisse. Er postuliert, dass Träume sowohl manifest als auch latent sind. Das manifestierte Traummaterial ist das, was wir tatsächlich im Traum erleben, während der latente Inhalt die zugrunde liegenden Wünsche und Gedanken darstellt, die oft verborgen sind. Diese Dualität ermöglicht eine tiefere Analyse der inneren Konflikte und ungelösten psychologischen Probleme einer Person. Freud zeigt, wie Träume als Abwehrmechanismen fungieren, um unerwünschte Gedanken zu verbergen, und setzt sich intensiv mit der Traumdeutung als Methode auseinander, um diese tiefer liegenden Inhalte ans Licht zu bringen. Die Auseinandersetzung mit den inhärenten Symbolen und der individuellen Traumsprache eröffnet eine neue Dimension des Selbstbewusstseins und der Einsicht, die für jeden Menschen nützlich sein kann, um seine Psyche zu entschlüsseln. Diese Perspektiven sind besonders wichtig in einer Zeit, in der das Verständnis des menschlichen Verhaltens und der inneren Emotionalität immer zentraler wird. Zweitens: Traumsymbole und ihre Bedeutungen. Ein weiteres zentrales Thema in die Traumdeutung sind die Traumsymbole und deren spezifische Bedeutungen. Freud zeigt auf, dass viele Traumsymbole universell sind, jedoch auch personenspezifische Bedeutungen tragen können. Er kategorisiert Symbole in verschiedene Typen und erklärt, wie sie mit den unbewussten Wünschen und Ängsten des Träumers verbunden sind. Zum Beispiel könnte das Wasser in einem Traum verschiedene Emotionen repräsentieren, von Angst bis Freude, je nach Kontext und persönlichen Erfahrungen des Träumers. Freud betont die Notwendigkeit, individuelle Assoziationen zu berücksichtigen und jeden Traum als einzigartig zu behandeln. Durch die Analyse dieser Symbole können wir verschiedene Aspekte unserer Persönlichkeit und unserer seelischen Gesundheit besser verstehen. Freud ermutigt uns, uns aktiv mit unseren Träumen auseinanderzusetzen, indem wir sie aufschreiben und reflektieren, um ein tieferes Verständnis unserer inneren Welt zu erlangen. Diese Einsichten sind für Psychologen, Therapeuten und jeden, der an persönlichem Wachstum interessiert ist, von großer Bedeutung. Drittens: die Technik der Traumdeutung. In diesem Abschnitt präsentiert Freud die Methoden, die er zur Traumdeutung anwendet. Er stellt die Technik der freien Assoziation vor, die es dem Träumer ermöglicht, ohne Zensur über die Inhalte des Traums zu sprechen. Freud glaubt, dass diese Methode einen Zugang zu den unbewussten Gedanken und Wünschen des Träumers ermöglicht. Durch das Auflösen von Widerständen und das Zulassen von spontanen Gedankengängen entstehen neue Verbindungen, die oft zu unerwarteten Einsichten führen können. Hierbei legt er auch großen Wert auf die Biografie des Träumers. Persönliche Erfahrungen und Lebensumstände spielen eine entscheidende Rolle bei der Interpretation der Traumsymbole. Die Verknüpfung von psychologischen Theorien mit praktischen Anwendungen der Traumdeutung und der Einladung zur Selbstreflexion erleichtert das Verständnis dafür, wie Trauma und unterdrückte Emotionen in Traumformen auftreten können.
Diese Techniken sind sowohl für Therapeuten als auch für Individuen, die mehr über sich selbst erfahren wollen, äußerst wertvoll. 4. Der Einfluss von Träumen auf das Alltagsleben. Freud beleuchtet die tiefgreifende Verbindung zwischen Träumen und unserem täglichen Verhalten. Er argumentiert, dass die Themen und Probleme, die in unseren Träumen auftauchen, oft eine Reflexion unserer bewussten Sorgen und Lebenssituationen sind. Träume dienen nicht nur der Entspannung oder der Verarbeitung von Emotionen, sondern beeinflussen auch unsere Entscheidungen, unsere Stimmung und unseren allgemeinen Lebensverlauf. Freud diskutiert, wie unerfüllte Wünsche und Konflikte in Träumen ausgedrückt werden und impliziert, dass ein tieferes Verständnis unserer Träume uns helfen kann, in der Wachwelt besser mit diesen Themen umzugehen. Das Bewusstsein über den Einfluss von Träumen auf unser tägliches Leben kann sowohl in der persönlichen als auch in der beruflichen Entwicklung förderlich sein. Eine derart fundierte Auseinandersetzung mit den eigenen Träumen trägt zur Stressbewältigung und emotionalen Gesundheit bei. Denn wer die Inhalte seiner Träume besser versteht, kann bewusster leben und das eigene Verhalten effektiver steuern. Schließlich die gesellschaftliche Relevanz von Traumsymbolen. Freud hebt auch die gesellschaftliche Dimension der Traumdeutung hervor. Träume sind nicht nur persönliche Erlebnisse, sondern auch kulturell geprägte Inhalte, die breite gesellschaftliche Themen und Normen widerspiegeln. Er zeigt auf, wie die Inhalte von Träumen für die Analyse von Kultur, Kunst und Psychologie von Bedeutung sind. Eine tiefere Auseinandersetzung mit den kulturellen Symbolen und Archetypen kann uns helfen, die Werte und Ängste einer Gesellschaft besser zu verstehen. Somit bietet die Traumdeutung nicht nur einen Zugang zur individuellen Psyche, sondern regt auch zur Reflexion über kollektive Themen an, die uns in der modernen Welt beeinflussen. Dieses Verständnis ist besonders relevant in der heutigen Zeit, in der individuelle Identität und gesellschaftlicher Druck oft in einem Spannungsverhältnis stehen. Die Interpretation von Traumsymbolen im gesellschaftlichen Kontext kann für Psychologen, Soziologen und Kulturwissenschaftler von Bedeutung sein, die versuchen, die Verflechtungen zwischen individuellen Erfahrungen und gesellschaftlichen Strukturen zu analysieren. Zusammenfassend: Die Traumdeutung von Sigmund Freud ist ein fundamentales Werk, das tief in die menschliche Psyche eintaucht und einen unverzichtbaren Beitrag zur Psychologie leistet. Das Buch ist nicht nur für Psychologen und Therapeuten von Interesse, sondern auch für jeden, der sich selbst besser kennenlernen und verstehen möchte. Wer seine Träume ernst nimmt und die erlernten Techniken anwendet, kann bedeutende Einsichten über seine inneren Konflikte und unbewussten Wünsche gewinnen. Diese Erkenntnisse sind entscheidend für das persönliche Wachstum und die emotionale Gesundheit. Darüber hinaus bietet Freuds Ansatz eine wertvolle Methode zur Reflexion über das eigene Leben, die Motivation und die Ängste. Jeder, der sich mit Fragen der Identität, der Motivation oder der zwischenmenschlichen Beziehungen auseinandersetzt, kann von diesem Buch profitieren. Indem die Leser die Werkzeuge zur Traumdeutung nutzen, können sie ihren Alltag bewusster gestalten, ihre emotionalen Herausforderungen besser bewältigen und ein tieferes Verständnis für sich selbst und ihre Mitmenschen entwickeln. Die Traumdeutung ist somit ein unverzichtbarer Leitfaden für alle, die ein erhöhtes Bewusstsein über ihre innere Welt suchen und die Bedeutung von Träumen für ein erfüllteres Leben erkennen möchten. Wenn Sie unterstützen möchten, Sigmund Freud, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.